Ich poliere seit fast 15 Jahren Luxusautos und in diesem Video erkläre ich dir die wichtigsten Grundlagen, die du wissen musst, um erfolgreich deinen Lack zu polieren. Die Lackpolitur ist die Königsdisziplin der Autopflege und in diesem Video bringe ich auf den Punkt, was du unbedingt wissen musst. Es gibt wahnsinnig viele hervorragende Videos, die dir erklären, wie du genau bei der Lackpolitur vorgehst. Aber ganz ehrlich, mit diesen Videos musst du nachmachen, was da passiert und kannst wenig darauf reagieren, weil einfach das tiefe Verständnis fehlt. Und genau diese Lücke schließe ich in diesem Video, denn ich erkläre dir, was überhaupt die Lackpolitur ist, warum wir sie durchführen, welche Begriffe es dort zu wissen gibt und wie du auf Probleme, Fehler und Mythen reagierst, die dort herrschen. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mit Punkt Nummer 1. Was ist eigentlich Lackpolitur? Klingt absolut banal. Wir reden immer von Polieren und Polieren und Polieren. Aber spätestens, wenn du ins Thema reinsteigst, wirst du dich fragen, was ist denn eigentlich eine Politur? Wenn ich meine Schuhe poliere, dann nehme ich ein Wachs oder ein wachsartiges Produkt, trage das auf meinen Schuh auf, lasse es trocknen und poliere es auf Hochglanz. Also ich trage ein Produkt auf, sorge dafür, dass die Oberfläche härtet und mache die Oberfläche so glatt, dass sie glänzend wird. Beim Autolack können wir das durchaus auch machen, aber es ist nicht das, was wir unter der Lackpolitur verstehen. In unserem Fall ist die Lackpolitur ein ganz, ganz feines Schleifen. Ja, wir schleifen die Oberfläche, wir glätten die Oberfläche und runden Kratzer auf der Oberfläche ab, mit dem Ziel, dass die Oberfläche besser das Licht reflektiert und am Ende, darauf kommt es an, perfekt glänzend wird. Zusammengefasst haben wir also einen unebenen Lack durch Umwelteinflüsse, Kratzer und einfach Verschleiß, den wir durch ganz feines Schleifen, was wir polieren nennen, glätten und dadurch wieder spiegelnd, hochglänzend hinterlassen. Und keine Sorge, wenn du jetzt denkst, Feinschleifen, ich will doch gar nicht mit dem Schleifpapier einen Lack, es wird doch dann matt. Keine Sorge, das klären wir jetzt sofort. Ein Autolack ist mikroskopisch betrachtet nicht glatt. Wenn man sich das im Querschnitt angucken würde, wäre das wie so eine kleine oder auch relativ grobe Mondlandschaft, je nachdem wie gepflegt dein Auto ist. Um zu verstehen, warum wir den Lack jetzt glätten, müssen wir kurz zurückspulen und überlegen, wie entsteht denn eigentlich Glanz? Glanz entsteht, indem ich eine Oberfläche habe, die mein Licht, was auftrifft, reflektiert. Der höchste Glanz entsteht dann, wenn der Eintrittswinkel des Lichtes gleich dem Austrittswinkel des Lichtes ist. Habe ich jetzt eine unebene Oberfläche, dann tritt das Licht auf die Oberfläche auf, wird aber durch die Kanten und durch die Kratzer am Lack gestreut. Das heißt, es verändert meinen Austrittswinkel, dadurch sinkt der Glanz, weil ich die einzelnen Krater und Kratzer sehe. Um jetzt mal wieder unser Schleifpapier zurückzuholen, wenn du dir mal Schleifpapier nimmst und mal eine lackierte Oberfläche schleifst, am besten natürlich an einem fremden Auto, Porsche Cayenne, den du auf der Straße siehst, nein bitte nicht, einfach mal schleifen, dann wird die Oberfläche matt. Warum? Weil du ganz gleichmäßige Kratzer erzeugst, sie sind so auf der Oberfläche angeordnet, dass das Licht, das auftrifft, komplett gestreut wird und du hast eine matte Oberfläche. Das gleiche Prinzip wird auch bei einem Mattlack angewendet. Wenn du einen Mattlack anfasst, wirst du merken und hören, dass die Oberfläche ganz fein, ganz gleichmäßig rau ist und deswegen sieht sie matt aus. Wir wissen jetzt also, wir haben eine raue Oberfläche, mehr oder weniger stark rau. Jetzt ist die Frage, wie entfernen wir denn diese Rauheit bzw. bringen den Lack in eine Situation, dass er das Licht optimal reflektiert, auf Deutsch also Glanz erzeugt. Jetzt solltest du deinen Lack nicht unbedingt regelmäßig mit dem Schleifpapier bearbeiten, also müsste die Oberfläche eigentlich glatt sein. Normalerweise, wenn eine Oberfläche lackiert wird, ist sie erstmal relativ glatt. Nicht perfekt glatt, es ist einfach eine Oberfläche, die leichte Unebenheiten hat, aber sie ist so glatt, dass der Lack glänzt. Mit der Zeit entstehen Kerben, also Kratzer durch verschiedene Umwelteinflüsse. Durch das Waschen in der Waschstraße oder selbst von Hand, durch Vogelkot, Verätzungen durch Harz, Verätzungen durch Bienenkot, durch Insektenreste, durch alles Mögliche, was auf diesen Lack einwirkt, entstehen Riefen und Kratzer in der Oberfläche und der Lack wird rau. Je länger das passiert, desto rauer, zerkratzter wird der Lack, desto weniger Glanz kann der Lack herstellen, weil er eben immer matter wird. Im Extremfall könnte man das sogar so weit treiben, dass nach vielen Jahrzehnten der Lack wirklich komplett matt ist, wenn er nie gepflegt wird. An dieser Stelle können wir zwei Dinge tun. Entweder wir nehmen den Schuhpoliturtrick sozusagen, das heißt, wir nehmen ein Wachs, tragen es auf, lassen es aushärten und polieren es auf Glanz. Oder aber wir glätten die Oberfläche mechanisch, indem wir diese oberste raue Schicht ganz gleichmäßig abtragen. Der schlaue Fuchs unter euch könnte jetzt sagen, ist doch gar kein Problem, ich habe Berge und Täler, dann nehme ich mir einfach ein Schleifmedium, ein Schleifpapier zum Beispiel und schleife einfach bis zum tiefsten Tal runter. Dann habe ich eine glatte Oberfläche, poliere das wieder auf und perfekt. In der Theorie funktioniert das, in der Praxis haben wir aber nur eine gewisse Schichtdicke. Das heißt, wenn da ein Kratzer mal wirklich weit in die
Klarlackschicht reinreicht und ich immer alles runterschleife, dann bleibt mir nur noch ganz wenig oder gar kein Klarlack übrig. Und das hat natürlich nichts mit Autopflege zu tun, weil ist der Klarlack weg, ist der Hauptschutz für unseren Lack weg und der Lack wird ganz schnell matt, weil eben der Farblack, der unter dem Klarlack liegt, ausbleicht und nicht UV-beständig und Umwelteinfluss beständig ist. Deswegen oberstes Gebot in der Autopflege, Klarlackerhalt steht über allem. Die gute Nachricht ist aber, wir haben trotzdem eine Möglichkeit, ohne bis aufs letzte Tal runtergehen zu müssen. Wir können einfach oben die krassen Spitzen kappen und die Kanten von den Tälern glätten. Dadurch erzeugen wir eine gleichmäßige Oberfläche, sodass einfach die Lichtstreuung so gut wird, dass wir aus den allermeisten Winkeln keine Kratzer mehr sehen und dadurch Hochglanz sehen. Das heißt, aus irgendeinem Winkel mit der Taschenlampe wirst du den Kratzer noch sehen, aber darauf kommt es ja nicht an. Das Auto soll ja bei normaler Betrachtung in seinem natürlichen Lebensraum gut aussehen und das können wir erreichen, ohne den ganzen Klarlack zu töten und damit bleibt das Auto sogar geschützt. Du kannst dir also vorstellen, es ist ungefähr so, als würde ich mir jetzt eine Tarnjacke anziehen und mich in den Wald stellen. Ich bin zwar immer noch im Wald, ich bin nicht weg, aber man sieht mich seltener aus normalem Blickwinkel. Wenn man ganz genau hinguckt, wird man mich schon noch sehen, aber im Normalfall weniger. Genau das gleiche machen wir mit den Kratzern auf dem Lack. Kurzer Stopp für eine Detailing-Vokabelpause. Die wichtigsten Vokabeln, die ich bis jetzt benutzt habe, erklärt. Polieren. Polieren beschreibt das Glanzschleifen in der Autopflege nicht durch Auftragen einer Wachsschicht, die ich hochglänzend poliere, sondern durch tatsächliches abrasives Abtragen der Oberfläche auf mikroskopischer Basis. Glanz. Glanz entsteht durch eine optimale Lichteinstrahlung. Das bedeutet, je näher der Lichtaustrittswinkel am Lichtheintrittswinkel ist, desto mehr Glanz entsteht. Je mehr Kratzer auf der Oberfläche sind, desto weniger Glanz, mehr Mattheit entsteht. Kratzer. In der Autopflege und in Autopflegevideos gibt es ein paar Vokabeln, die einzelne Kratzer beschreiben. Wir kennen die sogenannten Swirls, das sind die Waschkratzer, Swirl für Englisch Wirbel, weil sie rund wirken, liegt übrigens an einer Lichtquelle, die sind gar nicht rund, aber das ist ein anderes Thema. Die Rits, auch aus dem Englischen Random, Isolated, Deep Scratch, also ein zufällig angeordneter, einzeln dastehender, isolierter, tiefer Kratzer. Es gibt die Hologramme und den Haze, was beides Polierspuren sind, im Fall der Hologramme Polierkratzer durch zu grobe Politur mit einer rotierenden Poliermaschine und Haze könnte man auch als Grauschleier beschreiben, Polierkratzer durch zu grobes Polieren mit einer sogenannten Exzenter-Poliermaschine. Keine Sorge, die beiden erkläre ich dir. Wir haben jetzt besprochen, was wir eigentlich machen und warum wir das eigentlich machen, haben aber noch gar nicht darüber gesprochen, womit und wie wir das machen. Dazu kommen wir jetzt. Im Großen und Ganzen brauchen wir für die Lackpolitur 4 verschiedene Werkzeuge oder Medien, die wir jetzt im Einzelnen besprechen werden. Medium Nummer 1, die Poliermaschine. Das erste Medium, was wir uns anschauen, ist die Maschine. Du kannst den Lack mit einer Poliermaschine polieren oder auch von Hand, dann bist du tatsächlich die Maschine. Du kommst von Hand, genauso wie beim Baumsägen, auch zum Ziel. Du kannst auch, sage ich, verspreche ich dir, das gleiche Ergebnis erreichen. Es wird nur viel anstrengender und dauert viel, viel länger. Also wie gesagt, Zeit und Kraft sind da ein wichtiger Faktor. Wenn du also vor der Entscheidung stehst, nehme ich meine Hand oder eine Poliermaschine, dann überleg dir einfach, wie oft wirst du ein Auto polieren, wie zeitabhängig bist du beim Polieren des Autos und wie viel Geld hast du übrig. Wenn du sagst, hey, ich poliere ein Auto ziemlich oft, also zumindest 5, 6, 7 Mal im Jahr und habe ein paar 100 Euro, paar wenige 100 Euro tatsächlich übrig, dann kauf dir auf jeden Fall eine Poliermaschine. Wenn du sagst, ich poliere mein Auto einmal im Jahr und vielleicht ein zweites Mal und ich muss dafür gar kein Geld ausgeben, ich habe jetzt kein Geld unbedingt übrig für ein Gerät, was 363 Tage im Jahr am Schrank liegt, dann kannst du auch alles von Hand machen, das macht erstmal keinen Unterschied. Wenn du dich in der Tiefe mit diesem Thema hier beschäftigst, dann wirst du wahrscheinlich schon mit dem Gedanken gespielt haben, eine Poliermaschine zu kaufen. Aber da das hier ein Anfängerguide ist, sage ich dir, es gibt eine Rotationspoliermaschine. Das heißt, die poliert durch eine rein kreisende, rotierende Bewegung. Aber als Anfänger vergiss die erstmal wieder. Wir sprechen jetzt über die Exzenter-Poliermaschine. Die Exzenter-Poliermaschine ist eine Poliermaschine, die zufällig angeordnete Seitwärtsbewegungen durchführt. Exzenter aus der Mitte sozusagen. Übersetzt, mein großes Latinum habe ich nur dafür gemacht, um die Autopflege in der Tiefe zu verstehen. Das heißt, die Maschine fängt in der Mitte an und bewegt sich seitwärts. Durch die Seitwärtsbewegung wird auch eine Rotation entstehen, aber die ist nur durch Seitenführungskräfte und Fliehkräfte betrieben. Also nicht mechanisch durch einen Motor angetrieben. Die entsteht wirklich nur durch die motorgetriebene Bewegung und ist unabhängig davon. Andere häufige Namen sind auch DA-Maschine, steht für Dual Action.
wird hier beschrieben, weil sie sich seitwärts bewegt und, wenn die Fliehkräfte und Seitenführungskräfte genug sind, auch rotiert, Dual Action oder Random Orbital Polisher, zufällig erfolgende Orbitalbewegungspolierer. Kann man so ein bisschen vergleichen mit der elektrischen Zahnbürste, die so ein bisschen oszilliert. Hier gibt es einen kleinen Zwitter, eine Mischung aus Rotationsmaschine und Exzenter-Poliermaschine. Das ist die sogenannte Zwangsexzenter. Auch die hier vergessen wir erstmal. Meine Empfehlung für dich als Einsteiger und bis hin zum Profi: Die Exzenter-Poliermaschine steht in ihrer Leistung, in ihrer Kraft, in ihrer Power und Abilität der Rotationsmaschine und der zwangsgetriebenen Exzenter in nichts nach. Du kannst mit dem die gleichen optimalen Ergebnisse erreichen. Welche Maschine wir für dich als Anfänger empfehlen und wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist und sagst, ja, ich will ein geiles Werkzeug haben, findest du beide verlinkt in der Videobeschreibung. Zusammengefasst hast du also die Möglichkeit, bei seltener Anwendung von Hand zu polieren. Das ist die günstigere, aber kraft- und zeitraubende Variante, oder eine Poliermaschine einzusetzen. Im Fall eines Einsteigers auf jeden Fall die Exzenter-Poliermaschine empfehlenswert. Detailing-Vokabel Poliermaschine. Es gibt die Rotationspoliermaschine, das ist eine eher für Profis geeignete Maschine, die nur im Kreis dreht und häufig auch viel Hitze erzeugt. Exzenter-Poliermaschinen sind auch bekannt unter dem Namen DA, Dual Action oder Random Orbital Polisher und sind die Exzenter-Maschinen, die auch für Anfänger gut geeignet sind. Zwangsexzenter-Poliermaschinen sind ein Zwitter, also eine Mischung aus Rotation und Exzenter-Poliermaschine, haben einen ganz engen Anwendungsbereich und sind für dich eigentlich erstmal uninteressant. Wir bauen uns jetzt also mit unserem kleinen Autopolito-Baukasten unser Werkzeug. Das heißt, wir haben angefangen, die Grundlage ist die Maschine. Dort oben drauf kommt das Polierpad. Das Polierpad ist das erste Medium, was direkt auf dem Lack arbeitet und eine große Rolle und einen großen Einfluss darauf nimmt, wie grob oder fein du die Oberfläche bearbeitest. Es gibt sehr grobe Polierpads, es gibt sehr feine Polierpads und es gibt natürlich auch Polierpads, die sind mittel. Genau. Grundlegend kommen 3 Materialien bei Polierpads zum Einsatz. Es ist zum einen das Mikrofaserpolierpad, was das gröbste Polierpad ist, was wir kennen, zusammen mit dem sogenannten Lammfell-Polierpad, gleiche Kategorie, ein bisschen anders, und dann das Schaumstoffpolierpad, was sowohl grob, mittel als auch fein sein kann. Die Polierpads haben je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Größen. Die gängigsten Größen sind hier 30 mm, 50 mm, 75 mm, 125 mm und manchmal auch 150 mm. Die Polierpad-Größe wird meistens angegeben in dem Durchmesser des Klettrückens des Polierpads. Warum? Weil man daher wissen kann, passt denn mein Polierpad auf meinen Stützteller. Der Stützteller ist der Teil der Maschine, der das Polierpad nachher aufnimmt, und deren Durchmesser ist meistens maßgeblich, um halt die richtige Größe zuzuordnen. Häufig haben Polierpads auf der Polierseite oben sozusagen einen größeren Durchmesser als unten, damit man an Kanten nicht Gefahr läuft, mit dem Stützteller oder der Poliermaschine gegen eine vorstehende Kante zu stoßen. Nochmal kurz zur Verdeutlichung. Auf einen 75 mm Stützteller kann ich vielleicht noch ein 90 mm Polierpad packen. Ein 125 mm Polierpad hat auf einem 75 mm Stützteller nichts zu suchen, andersrum erst recht nicht. Also achte auf die Polierpadgröße entsprechend zu deiner Stütztellergröße. Beides erfährst du bei den Infos auf dem Online-Shop, wo du es kaufst, oder bei der Poliermaschine bei der Anleitung, die beiliegt. Neben dem Material werden Polierpads auch häufig in Härtegrade unterschieden. Dort gibt es häufig hart, mittel und weich. Früher konnte man sagen, ein hartes Polierpad ist grob, ein weiches ist fein. Das funktioniert leider nicht mehr, da haben die Hersteller einfach alles durcheinander geworfen. Deswegen ist das jetzt die Einordnung von Polierpads hier zu kompliziert zu erklären. Schau dort entweder in den Online-Shop, dort sind die kategorisiert, oder unten in die Videobeschreibung empfehle ich dir 3 gute, für Anfänger geeignete Polierpads. Keine Sorge, die Farben spielen keine Rolle. Es gibt einzelne Hersteller, die den sogenannten Color Code benutzen. Das heißt, das Polierpad hat die gleiche Farbe wie die dazu empfohlene Politur, aber ansonsten kannst du die Farbe ignorieren. Das heißt nicht, rot ist immer grob und weiß ist immer fein. Da ist jeder Hersteller sein eigener Herr. Während die Poliermaschine oder du als Poliermaschine sehr lange hältst, ist ein Polierpad nicht für immer. Ein Polierpad ist ganz klar gesagt ein Verbrauchsmaterial und hält je nach Pflege 1 bis 3, vielleicht mal 5 Autos. Wichtig ist auch zu sagen, dass ein Polierpad nicht dafür entwickelt wurde, dass du mit einem Polierpad ein ganzes Auto machst. Das wird es vielleicht gerade so überleben, danach ist es aber bereit für die Tonne, sondern benutzt bitte mehrere Polierpads. Das Thema wird jetzt hier so komplex, dass ich dir wirklich empfehle, wenn du hier tiefer reingehen willst, guck dir die zahlreichen Videos an, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber mein Tipp ist, je nachdem, wie schlecht dein Auto aussieht, verwende pro Auto, pro Sorte, also grob, mittel, fein, mindestens 5 Polierpads. Detailing-Vokabeln Polierpads.
Wir haben den Stützteller. Der Stützteller ist der Teil der Poliermaschine, der dein Polierpad aufnimmt. Achte auf die passende Größe zwischen Stützteller und Polierpad. Polierpad oder Polierschwamm. Beides meint das Gleiche, ist nur ein leicht unterschiedlicher Begriff. Stauchhärte. Die Stauchhärte beschreibt die Härte des Polierpads, also wie leicht ist es zusammenzudrücken, zusammenzustauchen. Sie sagt prinzipiell nichts darüber aus, wie grob ein Polierpad ist, jedoch kann man schon sich daran orientieren, dass ein härteres Polierpad eher gröber ist und ein weicheres eher feiner. Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Beschaffenheit des Schaumstoffs. Offenzellig, retrikuliert sind zwei Begriffe für die Struktur des Schaumstoffs und beschreibt einfach, dass die Polierpads durchlässig sind, dass Wärme und Luft durchgeht und die kleinen Schaumstoffe nicht ineinander verschlossen sind. Musst du gar nicht groß verstehen, aber der Begriff fällt oft in der Szene. Jetzt haben wir unsere Poliermaschine vorbereitet und haben dort auch ein passendes Polierpad drauf gepackt. Jetzt brauchen wir das Schleifmedium, die Politur. Eine Politur kannst du dir vorstellen als Lotion, in der Schleifkörper schwimmen. Also ein tatsächlich abrasiv, also abtragend wirkendes Produkt auf der Oberfläche. Vergleichen kannst du eine Politur mit Scheuermilch. Du hast eine Lotion, in der Schleifkörper schwimmen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, so eine Politur ist technologisch deutlich weiter und auch viel feiner als eine klassische Scheuermilch aus dem Haushalt. Also Warning, bitte keine Scheuermilch auf Lack anwenden. Die Schleifwirkung auf der Oberfläche wird am Ende hauptsächlich erzielt durch zwei Faktoren. Nummer 1, den Lösungsmittelgehalt der Politur, denn der bestimmt, wie weich der Lack wird. Also du kannst dir vorstellen, mehr Lösungsmittel weicht den Lack an, dadurch kann die Politur effektiver arbeiten. Der wichtigere Faktor, Faktor Nummer 2, ist das Schleifkorn. Du kannst dir so ein Schleifkorn ungefähr vorstellen wie ein Zuckerwürfel. Du fängst an damit zu arbeiten, du schleifst mit den groben, harten Kanten des Zuckerwürfels. Im Laufe des Polierens zerfällt der Zuckerwürfel in einzelne kleine Zuckerpartikel. Die schleifen auch weiter, aber sind natürlich viel feiner. Das erklärt auch, warum Polituren im Autopflegebereich eine breite Range, also eine bestimmte Reichweite abdecken. Du hast nicht nur eine reine grobe Politur, die nur grob ist, sondern grobe Polituren gehen meistens bis ins Mittlere hinein, während mittlere Polituren ins Feine hineingehen. Also wir haben Polituren, die eine Bandbreite abdecken. Das ist auch der massive Unterschied zu klassischen Schleifpapieren. Das A und O für eine erfolgreiche Lackpolitur ist die richtige Auswahl der Politur, denn auch hier gibt es verschiedene Produkte. Leider sind auch hier die Begriffe und Einteilungen nicht genormt. Im Allgemeinen sprechen wir von einer Schleifpolitur, einer Feinschleifpolitur oder einer Hochglanzpolitur. Das sind so die deutschen, würde ich sagen, sachlichsten Begriffe. Häufige Begriffe für die Schleifpolitur, welche die gröbste Politur ist, die wir kennen, ist die sogenannte Cutting Politur oder Cutting Polish oder auch der englische Begriff Compound. Die Cutting Polish, Compound oder Schleifpolitur ist die Politur, mit der wir den gröbsten Kratzern zu Leibe rücken, die wir einsetzen, wenn wir wirklich einen verwitterten, ungepflegten Lack haben. Wichtig zu beachten ist, die Schleifpolitur sollte niemals für sich alleine eingesetzt werden, weil sie so grob ist, dass sie eine nicht perfekt glänzende Oberfläche hinterlässt. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn du ein grobes Schleifpapier nimmst und damit Holz schleifst, sodass du richtig die Riefen noch im Holz siehst. Du musst auch hinterhergehen und ein feineres Schleifpapier nehmen, sodass die Riefen geglättet werden. Und genauso ist es hier. Lässt du eine Schleifpolitur auf dem Lack, ohne sie nachzuarbeiten, entstehen Detailing-Vokabel, Hologramme und Haze. Kurze Erinnerung, Hologramme sind die Polierspuren, die Polierkratzer der Rotationspoliermaschine, während Haze die Polierspuren der Exzenterpoliermaschine sind. Am anderen Ende der Skala ist unsere Hochglanzpolitur. Ein typischer Begriff ist, auch wenn es kein deutsches Wort ist, aber auch in der deutschen Szene, Finishpolitur. Gerade Lackierer oder Leute, die schon sehr lange in der Autopflege unterwegs sind, nennen die Politur auch gerne Anti-Hologramm-Paste, weil die Politur dafür entwickelt wurde, die Hologramme von der Schleifpolitur zu entfernen. Finish-Polituren, Hochglanzpolituren, Anti-Hologramm-Polituren sind generell für neue wertige Lacke geeignet oder für weniger zerkratzte Lacke oder eben als zweiter Schritt nach einer Schleifpolitur. In der Mitte dieser beiden befindet sich noch eine Kategorie, das ist die Feinschleifpaste. Feinschleifpaste wird auch gerne als Medium-Politur oder Medium-Paste bezeichnet und ist irgendwo in der Mitte. Die deckt Lücken ab, wo die eine oder andere Politur nicht ganz passt. Zum Beispiel, wenn der Lack nicht ganz neuwertig ist, aber auch nicht so stark verwittert, dass ich eine Schleifpolitur brauche, kann ich eine Feinschleifpaste nehmen. Auf der anderen Seite ist eine Feinschleifpaste aber auch geeignet, wenn die Schleifpolitur so grob war, dass meine Hochglanzpolitur es nicht alleine schafft, die Hologramme von der Schleifpolitur zu beseitigen. Dann kann es auch mal nötig sein, einen Zwischenschritt mit der Medium- oder Feinschleifpaste durchzuführen.
In welche Kategorie eine Politur fällt, ob es eine Schleifpaste, eine Medium oder eine Finish-Politur ist, entscheiden die Hersteller dadurch, wie viel Schleifkorn sie reingeben, wie groß die Schleifkörner sind, die sie reingeben, wie hart die Schleifkörner sind, die sie reingeben und wie schnell dieser Zerfall, denk nochmal an den Zuckerwürfel, wie schnell der stattfindet. Zahlreiche Hersteller haben auf ihren Politurflaschen verschiedene Skalen entwickelt, um Glanz und Grobheit zu bestimmen. Die sind leider auch nicht genormt. Also die Hersteller können jetzt beispielsweise einfach eine 6 festlegen als deren gröbster Wert und eine 1 als deren leichtester Wert, aber das ist leider nicht genormt, sondern nur von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Das heißt, diese Skala dient nur zum Vergleich innerhalb der Politur-Range, also innerhalb der Politurauswahl eines einzelnen Herstellers und erlaubt leider nicht den Vergleich unterschiedlicher Hersteller. Da hilft nur testen oder auf unsere Erfahrung zurückgreifen. In der Videobeschreibung empfehle ich dir aus jeder Kategorie eine Politur, die für Anfänger gut geeignet ist. Die Grobheit oder Feinheit deiner Politur wird natürlich bestimmt durch das Polierpad, durch die Politur und durch die Kombination aus beidem. Generell und einfach gehalten kann ich sagen, dass ein grobes Polierpad mit einer groben Polierpaste zusammen verwendet wird. Medium, Medium, Finish, Finish, also fein, fein. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Wer in das Thema noch tiefer reinsteigen will, dem empfehlen wir ein paar Videos, die wir hier verlinken, wo wir die Politur, die Lackpolitur tiefer erklären. Und wer wirklich sagt, ich will das Thema durchdringen und Experte und Meister in der Lackpolitur werden, gibt einen Polierkurs, in dem wir in der Tiefe alles erzählen, was du wissen musst. Unser ganzes Wissen aus aus fast 15 Jahren Luxus-Autopolitur haben wir da reingepackt. Aber keine Sorge, das Video ist noch nicht am Ende. Ich habe noch ein paar Infos, die wichtig sind, um erfolgreich deinen Lack zu polieren. Detailing-Vokabeln, Politur. Eine grobe Politur bezeichnen wir als Schleifpolitur, Cutting-Politur oder Compound. Eine mittelgrobe Politur heißt Feinschleifpaste oder Medium-Politur. Eine feine Politur heißt Finish-Politur oder Anti-Hologramm-Paste. Die feinste Politur heißt Hochglanzpolitur, Anti-Hologramm-Politur oder Finish-Politur. Aluminiumoxid ist das Material, aus dem die Schleifkörper bestehen. Wenn du jetzt besser warst in Mathe als ich, dann hast du bestimmt mitbekommen, dass ich gerade 3 der 4 Werkzeuge erklärt habe. Das 4. Werkzeug bist du selbst, denn es gibt leider noch keine Poliermaschine, die sich selbst über den Lack bewegt und das Auto ganz von alleine poliert. Wobei doch, im Automobilwerk gibt es Roboter. Also kauf dir einmal Polierroboter. Spaß beiseite. Du bist natürlich auch ein entscheidender Faktor, weil du verschieden arbeiten kannst. Kannst du dir vorstellen, dass die Bewegungsgeschwindigkeit auf dem Lack eine Rolle spielt? Natürlich, ganz klar. Je länger du auf dem Lack dich bewegst, je langsamer du dich bewegst, je länger du auf einer Stelle bleibst, desto mehr Wirkung kann die Politur, das Polierpad auf der Poliermaschine, auf dem Lack entfalten. Das heißt, die Bewegungsgeschwindigkeit ist essentiell, die Stufeneinstellungen an der Poliermaschine sind essentiell, der Druck von dir auf die Oberfläche ist essentiell und die Größe des Polierbereichs sind alles Dinge, die du als Anwender bestimmst. Und hier geht es ans Feintuning. Hier nutzen Profis ihr ganzes Können aus, um wirklich empfindliche Lacke optimal zu bearbeiten, ohne Lack abzutragen, der vielleicht noch drauf bleiben sollte. Ich kann dir hier an dieser Stelle nur grundlegende Tipps für Einsteiger geben, wo du nichts falsch machen kannst und zu einem guten Ergebnis kommst. In Fachkreisen sprechen wir davon, dass die Arbeitsgeschwindigkeit 1 cm pro Sekunde betragen soll. Das war immer schon eine Größe, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Wichtig ist, dass du dich in einer Geschwindigkeit bewegst, die für dich natürlich ist. Generell, ich versuche sie dir einfach mal vorzumachen, solltest du dich ungefähr in so einer Arbeitsgeschwindigkeit bewegen. Also so eigentlich, dass du sagst, es kommt mir ein Tick zu langsam vor. Das hier ist definitiv zu schnell, also eher zu langsam als zu schnell arbeiten. Bei der Stufeneinstellung der Poliermaschine gebe ich dir jetzt auch ein gutes Schema F an die Hand. Fang an, die Politur auf Stufe 1 zu verteilen und arbeite sie dann auf Stufe 3 bis 4 durch. Mach nochmal den letzten Durchgang, bevor du fertig bist, auf Stufe 6, um sicher zu gehen, dass die Politur auch wirklich fertig mit ihrer Arbeit ist. Beim Druck kann ich es sehr einfach machen. Gib am Anfang gar keinen Druck auf die Maschine. Einfach nur so, dass das Maschinengewicht auf dem Lack liegt und die Maschine sicher und gleichmäßig plan aufliegt. Bei der Größe des zu polierenden Bereiches schwankt es oder hängt es von der Politurmenge ab. Generell empfehle ich 4 haselnussgroße Tropfen für eine Polierfläche von 60 x 60 cm. Führe mit dieser Poliermittelmenge 2 sogenannte Kreuzstriche durch. Unter Kreuzstrich verstehen wir einen kompletten Bewegungsablauf in horizontalen Bahnen und in vertikalen Bahnen. Dieser Abschluss von den 2 Bewegungsrichtungen ist ein Kreuzstrich. Führe also 2 davon durch. Damit du auch das Ergebnis erzielst, was du gerne erzielen möchtest, musst du natürlich auch das richtige Medium, Polierpad und Politur auswählen. Woher weißt du denn eigentlich, wann nehme ich welche Politur und welches Polierpad? Die Auswahl des Polierpads richtet sich für dich als Anfänger einfach nach der Politur. Hatte ich ja schon erklärt, grob zu grob, mittel zu mittel, fein zu fein. Generell musst du herausfinden, für welchen Lackzustand welche Politur geeignet ist. Da gibt es leider kein auswendig zu lernendes oder nachzuschlagendes Schema. Das heißt, du fängst mit der mildesten Politur an, die du hast,
polierst damit, guckst, ob dir das Ergebnis gefällt. Wenn nicht, gehst du eine Kategorie gröber, bis du zu einem Punkt kommst, wo dir das Ergebnis gefällt. So einfach ist es. Kommst du also zu dem Ergebnis, dass du eine Schleifpolitur brauchst, um die Kratzer so weit zu bearbeiten, dass es dir gefällt? Zur Erinnerung, denk dran, dann musst du den Schleifpoliergang auch nochmal mit einem zweiten Finish-Poliergang, also mit einem Feinpoliergang abschließen, um dann wirklich eine Hochglanzfläche ohne Hologramme und ohne Haze, also ohne Polierspuren zu erhalten. Das Verfahren, um herauszufinden, welche Politur für meinen Lack jetzt geeignet ist, nennen wir übrigens Testspot. Dieses Verfahren, was wir anwenden, um herauszufinden, welche Politur optimal geeignet für meine Anforderungen ist, nennen wir Testspot-Verfahren und das machen wir jedes Mal bei jedem Auto, auch als Profis. Soweit die Grundlagen aufs Allernötigste heruntergebrochen. Das ist jetzt kein Anspruch, dass du das Polieren gleich schon meisterst, da ist noch ein bisschen Mühe und Arbeit und Recherche für dich nötig. Aber bevor ich das Video jetzt beende, gehe ich noch auf die wichtigsten, am meisten gestellten Fragen zum Thema Polieren. Du musst dein Auto gar nicht polieren, du kannst es immer dann polieren, wenn der Lackzustand, sprich der Glanz, dir nicht gefällt. Aber Achtung, wir haben einen abrasiven Vorgang, einen schleifenden, also materialentfernenden Vorgang. Das heißt, zu grob solltest du nicht zu oft ran. Einmal im Jahr mit einer Hochglanzpolitur ist gar kein Problem. Einmal im Jahr mit einer groben Schleifpolitur. Ich würde sagen, das geht vielleicht 5 bis 10 Mal gut, dann ist einfach kein Lack mehr da. Also dann nicht zu oft. Lieber darauf achten, dass das Auto gepflegt bleibt, sodass es vielleicht nur einmal aufbereitet wird, also poliert wird und dann einfach gut gepflegt wird. Die Dauer des Poliervorgangs hängt natürlich von der Fahrzeuggröße, dem Lack und dem Umfang ab. Man kann grob sagen, dass ein Schleifpoliergang länger dauert als ein Finish-Poliergang und im Rahmen dessen bei so einer typischen Golfgröße, sage ich mal, kannst du damit rechnen, bei einem erfahrenen Anwender ein Schleifpoliergang ungefähr 6 bis 7 Stunden, ein Finish-Poliergang ungefähr 3 bis 4 Stunden. Wenn du jetzt als Einsteiger das noch nicht so oft gemacht hast, rechne gerne die doppelte Zeit. Aber Achtung, ein Golf in Airline-Ausstattung oder sogar als R hat natürlich nochmal viel kompliziertere Ecken und Kanten, wo du einfach die Polier-Pad-Größe anpassen musst als ein normaler ausgestatteter Golf. Also können auch hier große Unterschiede bestehen. Aber ich sag mal so, nimm dir mindestens mal ein Wochenende Zeit für deinen ersten Versuch. Der Preis von der Lackaufbereitung hängt, genauso wie die Dauer, vom Umfang ab und variiert. Es kommt natürlich auch darauf an, wo fährst du hin, wie sind die Preise in deiner Region, aber generell kann man sagen, unter 600 € eine Lackpolitur ist relativ schwer anzubieten, deswegen geht es da nicht hin. Über 2000 € ist auch eher die Ausnahme. Ich sag mal, wir bewegen uns im Normalfall irgendwo zwischen 800 und 1000 € als Standard. Stell dir mal einen Chirurg vor, der sagt, ich habe keine Lust, eine OP vorher gründlich sauber zu machen, ich lege da einfach jemanden rein und schnippel los. Ganz so schlimm ist es nicht, aber generell die Vorarbeit ist das A und O. Fehler, die bei der Autowäsche entstehen, Rückstände, die auf dem Lack bleiben, Anhaftungen wie Vogelkot, Harz und so weiter und so fort, machen beim Polieren große Probleme. Also bitte nimm dir viel Zeit für die Autowäsche, wasch extrem gründlich das Auto, bevor du den Lack polierst. Guck dir ältere Videos von uns an, dann beantworte sich diese Frage. Natürlich kann man das Auto draußen polieren. Du solltest darauf achten, dass die Temperatur nicht unter 10 Grad fällt. Dann wirkt die Politur einfach quasi nicht mehr auf der Oberfläche, weil sie zu kalt wird. Und natürlich, du geschützt bist vor Umwelteinflüssen. Also durchfliegende Pollenstürme und Sand wäre sehr, sehr ungünstig und würde das Polierergebnis verschlechtern. Aber prinzipiell draußen polieren ist möglich. Stell dir einfach vor, du warst bei der Zahnreinigung, vielleicht hast du es schon mal gemacht und die Zahnreinigungsdurchführende Person hat deine Zähne perfekt poliert, geschliffen, was sie auch immer da machen, aber die Zähne sind jetzt schön glatt und fühlen sich gut an, aber sie sind ungeschützt, das heißt super anfällig für alle möglichen Umwelteinflüsse im weitesten Sinne. Also ja, eine Versiegelung in Form eines Wachses oder einer synthetischen Versiegelung sollte nach dem Polieren dringend und regelmäßig angewendet werden, um das Ergebnis möglichst lange zu erhalten. Hier möchte ich dir die große Angst nehmen, durchpoliert ist nicht schnell. Aber auch hier kleine Hintergrundinfo, das ist ein Grund, warum ich die Rotationsmaschine für dich erstmal nicht empfehle, weil die Hitzeentwicklung schnell oder schneller zu einer durchpolierten Stelle führt. Generell mit der empfohlenen Exzenter-Maschine und einer sachgemäßen Anwendung sind die Schäden durch Durchpolieren zu vernachlässigen. Es ist uns noch nie passiert, dass wir mit einem Exzenter-Poliergang durchpoliert haben, wenn wir nicht vorher den Lack geschliffen haben oder irgendwas Extremes war. Also da wirklich entspann dich, halte dich gut an die Anleitungen, aber du brauchst hier wirklich keine große Angst zu haben, wenn du danach vorgehst. Bedenke hier nur eine Sache, an Kanten wirkt natürlich auch die Schwerkraft.
Hä? Das heißt, wenn der Lack aufgetragen wird, sei es von Hand, bei einer Nachlackierung oder von Werk, dann läuft der Lack natürlich von der Kante runter. Das heißt, an der Kante, an jeder Kante ist der Lack besonders dünn. Achte am besten beim Polieren darauf, dass du nicht explizit auf den Kanten drauf rum polierst wie ein Irrer, sondern einfach rüber gehst, vernünftig drüber arbeitest, dann hast du dort auch keine Probleme. Für Anfänger geeignete Produkte verlinken wir dir unten in der Videobeschreibung. Dort findest du auch entsprechende Verweise auf den Polier-Online-Kurs und unsere anderen Workshops, wo du natürlich in der Praxis vom Profi lernst, wie du Autolack polierst. Das ist natürlich viel leichter zu zeigen als zu erklären. Deswegen fühle dich gerne eingeladen, dort dabei zu sein. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich muss sagen, durch das ganze Reden über das Polieren habe ich jetzt richtig Bock bekommen, Auto zu polieren. Ich werde mich jetzt mal ranmachen, das alles in die Praxis umzusetzen, was ich dir gerade erklärt habe. Ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Wir sehen uns dann. Hau rein.